Hallo Freunde, ich freue mich, euch auf meinem Kanal zu sehen. Heute kochen wir eine zarte Cremesuppe aus jungen grünen Zucchini und Spinaten. Wir schneiden fein Zwiebel, Karotte und Knoblauch. Genau diese Zutaten geben der Suppe Geschmack und besondere Sanftheit. In den Topf geben wir etwa 100 Gramm Olivenöl und fügen das Gemüse hinzu. Wir braten alles ungefähr 10 Minuten an. Aus welchem Land schaut ihr mich eigentlich? Schreibt es in die Kommentare, das interessiert mich sehr. Nun nehmen wir 2 junge Zucchini und schneiden sie in kleine Stücke. Wusstet ihr, dass Zucchini sehr kalorienarm, aber reich an Ballaststoffen sind? Sie fördern eine leichte Verdauung und sind perfekt für eine gesunde Ernährung. Außerdem enthalten sie viele Vitamine und Mineralstoffe, die unserem Körper täglich guttun. Beim Schneiden der Zucchini achtet darauf, sie nicht zu dick zu schneiden. Dann garen sie schneller und gleichmäßiger. Ein kleiner Tipp: Die Schale junger Zucchini ist sehr zart, deshalb muss man sie nicht schälen. Viele Nährstoffe sitzen direkt unter der Schale, also am besten dran lassen. Die geschnittenen Zucchini kommen zu unserem Gemüse in den Topf, alles gut umrühren und weitere 10 Minuten anbraten. Durch das Anbraten entfalten die Zucchini ihr volles Aroma und der Geschmack wird intensiver. So bekommt die Suppe später eine besonders feine Note. Abonniert gerne meinen Kanal, um keine leckeren Ideen zu verpassen. Jetzt nehmen wir 100 Gramm frischen Spinat und übergießen ihn 3 Minuten lang mit kochendem Wasser. So bleibt die leuchtend grüne Farbe erhalten und alle Vitamine bleiben drin. Spinat ist reich an Eisen und gut für das Herz. Er ist ein echtes Superfood für jeden Tag. Während wir das Gemüse umrühren, verbindet sich das Aroma von Zwiebel, Karotte und Knoblauch zu einer wunderbaren Basis für unsere Suppe. Schaut mal, unser Gemüse ist schön angebraten, jetzt geben wir den Spinat dazu und rühren um. Der Duft ist einfach unglaublich, man will sofort probieren. Was ist eigentlich eure Lieblingssuppe? Schreibt es unten, vielleicht koche ich sie auch mal. Jetzt gießen wir 750 Gramm Gemüsebrühe hinein und lassen alles 10 Minuten köcheln. Brühe gibt der Suppe Tiefe und Geschmack. In Italien sagt man, eine gute Brühe ist die Seele jeder Suppe. Schon nach Minuten erfüllt ein intensiver Duft die Küche. Wusstet ihr, dass man Gemüsebrühe wunderbar einfrieren kann, um sie griffbereit zu haben? Während die Suppe kocht, schneiden wir ein frisches Baguette in kleine Würfel. Selbstgemachte Croutons machen die Suppe hübscher und geben eine knusprige Textur. Ein kleiner Tipp: Wenn ihr das Brot vom Vortag nehmt, werden die Croutons noch besser, weil sie schön trocken und extra knusprig werden. Übrigens, man kann Croutons nicht nur für Suppe verwenden, sondern auch für Salate oder einfach als Snack zum Knabbern. Viele Restaurants servieren Croutons sogar als kleine Beilage, weil sie so vielseitig sind. Wusstet ihr, dass Croutons in Frankreich traditionell erfunden wurden, um altes Brot nicht wegwerfen zu müssen? Jetzt gießen wir etwas Olivenöl in die Pfanne und braten unsere Croutons goldbraun an. Der Duft von frisch geröstetem Brot erfüllt sofort die ganze Küche. So kleine Würfel bringen später einen wunderbaren Kontrast zur cremigen Suppe. Wer das mag, kann die Croutons auch mit etwas Knoblauch oder Kräutern verfeinern. Jetzt sind die Gemüse fertig, wir nehmen den Stabmixer und pürieren alles gründlich. Stück für Stück verbindet sich das Gemüse und am Ende entsteht eine cremige, samtige Masse. Schaut, wie wunderschön sie geworden ist. Die leuchtend grüne Farbe macht sofort Lust auf den ersten Löffel. Wusstet ihr, dass man Cremesuppen besonders gut in kleinen Portionen einfrieren kann, damit sie immer frisch auf dem Tisch stehen? Ein kleiner Tipp: Wer es noch feiner mag, kann die Suppe nach dem Pürieren zusätzlich durch ein Sieb streichen. Dann wird sie wirklich wie im Restaurant. Wir nehmen eine Zitrone und reiben etwas Schale für das Aroma ab. Schon eine kleine Menge Zitronenschale kann ein Gericht erfrischen und ihm eine besondere Note geben. Ein kleiner Tipp: Am besten reibt man die Schale direkt über dem Topf, so entfalten sich die ätherischen Öle sofort. Und zum Schluss pressen wir eine halbe Zitrone direkt in die Suppe. Die Croutons sind jetzt goldbraun und haben eine perfekte knusprige Textur. Sie sehen wie kleine goldene Würfel aus. Die Textur der Suppe ist einfach wunderbar, so samtig und weich. Die leuchtend grüne Farbe schafft sofort eine frische und lebendige Stimmung. Jetzt salzen und pfeffern wir die Suppe nach Geschmack. Wusstet ihr, dass gerade eine Prise frisch gemahlener Pfeffer den Geschmack von Gemüsegerichten enorm verstärken kann? Solche kleinen Details machen oft den Unterschied zwischen gut und wirklich köstlich.
Zum Schluss gießen wir 100 Gramm pflanzliche Sahne hinein, damit die Suppe noch cremiger und feiner wird. Und so, meine Freunde, unsere Suppe ist fertig. Guten Appetit und viel Freude beim Nachkochen. Danke, dass ihr dabei wart und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!